Hallo liebe Zuschauer, ja, hier sind die Tourtester. Wir haben ja von euch die Tour zugewiesen bekommen, die rosaroten Delfine zu besuchen. Was mir nur auf dem Magen liegt, muss ich ehrlich sagen, das ist also die weite Tour mit dem Speedboot. Ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Speedbooten gemacht. Das kann eigentlich nur besser werden. Wir müssen nämlich rüber zum Festland von Koh Samui und ja, wir lassen es mal auf uns zukommen. Wir haben auch Tabletten dabei, wenn es zu krass wird. Laut Wetterbericht soll nur 1 Meter Wellengang sein, aber schon vorab gesagt, da müsst ihr also drauf achten. Ich strenge mich also nicht für eine Tour mit dem Speedboot länger als eine Viertelstunde. Aber wir werden das mal sehen, wie es da abläuft. Okay, tschüss denn. So, wir sind da. Wir sind nicht die Einzigen. Ja, ich muss mich jetzt erstmal namentlich eintragen in der Liste, wenn das Boot absäuft, damit man weiß, wer drauf gewesen ist. Ja, wir sind jetzt im äußersten Süden von Samui und hier ist auch ein Hafen. Und da hinten die Insel, die ihr da seht, da fahren wir dann heute Nachmittag hin. Und da vorne liegt auch schon das Speedboot. So, das scheinen wohl die Leute zu sein, die jetzt bei der Tour hier mitfahren, gemischt. Leider habe ich gesehen, bin ich anscheinend der einzige Deutsche. Okay, geht los. Ja, wie ich schon sagte, wir sind mehr als 15 Leute. Ja, wir haben gerade ein paar Rettungswesten bekommen, das ist gar nicht so schlecht. Fliegen ist schöner. Ja, wunderbar, wunderbar, wir freuen uns darauf. Wir sind jetzt da angekommen, wo die Delfine sein sollen, aber an einem ganz anderen Platz. Das ist mehr ein Yachthafen. Und alle sind voller Erwartung. Hier sollen da, hier sind Delfine. Da. Man sieht also die Rückenflosse. Da sind sie, ja. Wir haben gerade ein paar Rückenflossen gesehen. Aber rosarot waren die noch nicht. Aber es scheinen wohl Tümmler zu sein. Man kann also nicht davon ausgehen, dass man Kanom anfährt, weil die Delfine ja ihre Reviere ja auch wechseln. Und heute haben sie also mitbekommen, dass die hier in dieser Bucht sind. Ah, that's my darling. J'adore quand tu renifles tout. Ja, vielleicht ist es auch richtig so, dass wir nicht mit denen schwimmen. Die sollen ja noch in ihrer natürlichen Umgebung leben. Und wenn ja die Menschenmassen da drin sind und die wahrscheinlich auch noch berühren und Krankheiten übertragen, ist das eigentlich gar keine schlechte Sache, dass wir das hier von dem Boot aus beobachten. Nice, the dolphins. Ja, wir haben einige Delfine gesehen.
Die haben also uns umkreist hier. Es sind also wirklich rosarote. Wieso die jetzt rosarot sind, kann ich nicht sagen. Aber war schon eine interessante Sache für alle Leute, die hier am Boot sind. Guck hier, guck da. Ja, und jetzt fahren wir gleich zum Mittagessen. So, wir sind jetzt gerade an der Insel Koh Tang angekommen. Das war schon eine schlimme Überfahrt. Zwei haben neben mir sich übergeben. Also diejenigen, die nicht seefest sind, die sollten sich die Tour mal überlegen. Wir waren ungefähr eine Dreiviertelstunde an den rosaroten Delfinen. Ja, und jetzt wird hier geschnorchelt. Pitti geht wohl ins Wasser und ich versuche mit der Drohne das von hier aus bzw. von oben aufzunehmen.
Ah, Stone. Slower. Ihr seid dabei. Ne? Und jetzt gehe ich gleich mal in die Luft und dann schauen wir uns das Ganze von oben an. Okay, ready for takeoff? Man hat uns heute in ein paar Stunden an viele Orte gebracht und die auch weit entfernt sind, wie mit den Delfinen. Das war mal interessant, sowas zu sehen. Anschließend sind wir hier zum Schnorchel gefahren. Das war mal 30 Minuten, jetzt 30 Minuten hier. Es ist eben halt eine Halbtagstour, da sollte man nicht erwarten, dass man jetzt groß relaxen kann. Man kann etwas sehen, ja, und mal für einen halben Tag rauszukommen so von Samui ist ganz gut. Und bis jetzt muss ich sagen, die 1900 Baht pro Person
Die haben sie bis jetzt gerechtfertigt, muss ich sagen. You like the dolphins? Okay. Yeah. We go? Okay. So, 30 Minuten sind um. Wir müssen uns wieder alles zusammenpacken. Wir gehen jetzt zu der Insel. Es ist eine kleine, wo Wildschweine rumlaufen. Friedliche Wildschweine. Und da wird ein Mittagessen, ein kleines gehalten. Da sind nämlich scharfe Steine hier, da muss man höllisch aufpassen. Ihr braucht keine Schuhe zu kaufen, die werden sowieso direkt am Anfang abgenommen. Die haben wohl Angst, dass man das Boot zerkratzt. So, wir sind jetzt gerade an der Schweineinsel gelandet. Da sollen dann so wilde Schweine rumlaufen. Das ist eine Attraktion. Das werden wir uns mal ansehen. Gerade die Überfahrt war auch wieder heftig. Und wir sehen schon einen Haufen Menschen. Our last stop here, we stay 1 hour. We go back around 2 and 10. Okay, er sagte gerade, wir bleiben jetzt hier mal eine Stunde.
I have my first kitten. Ja, was ich fast vergessen habe, da gibt es dann auch noch Buffet. Und das sieht auch gut aus. Ja, wir gehen jetzt von Bord. Wir haben uns extra ein paar Schuhe gekauft für die Reise, aber das war ein Schuss in den Ofen, brauchen wir nicht. Also ihr braucht keine seewasserfeste Schuhe. Wir mussten heute Morgen unsere hier abstellen. Da stehen meine und da hinten von Pitti. Also die Reise war fantastisch und das ist nicht übertrieben. Das mit dem Speedboot, das war natürlich ein bisschen heikel. Draußen auf hoher See hatten wir hohen Wellengang. Für diejenigen, die schnell seekrank werden, ist das nichts. Zwei haben sich auch übergeben bei der ganzen Sache. Oder geht vorher in der Apotheke euch ein paar Tabletten holen gegen Seekrankheit. Und ich bin mal gespannt, was er uns für das nächste Mal aussucht. Wir machen fast alles mit, außer mit Speedboot. Okay? Tschüss!